Das heißt, wir haben hier jetzt die Schwertmeisterin freigeschaltet. Ich gehe mal hier zum Haus. Das müsste es, glaube ich, sein, wo ich gerade hin möchte. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach ja. Hi. Dich hatte ich schon wieder verdrängt. None shall pass. You must pay a toll. Zur Seite, Troll. Ich bin ein mächtiger Pirat. Stand aside, troll. I'm a mighty pirate. You're no pirate. While the town drunk could out insult you on his back. And probably would. Excuse me? Excuse me, natürlich bin ich Pirat. Also... I can out insult anybody, you brainless clay doppelganger. I once owned a dog that was smarter than you. Take that and stick it in your repertoire. Okay, wir sollen Wegzoll zahlen. Das Gold wird er wahrscheinlich nicht annehmen. Aber... None shall pass. Willst du was essen? Ah, a red herring. Pass. Mich wird man halt auch mit Essen bestechen können. Also, was will ich mit Geld, wenn ich Essen habe? Schöner Troll. Was will ich mit Geld? Also... Ich habe auch ganz bestimmt gerade nicht einfach ein Kilo Eimer Mikado-Sticks neben mir stehen. Also... Das Saying. Das sieht aber aus, als wären wir hier richtig. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training, 30 pieces of weight. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Okay, wir haben auf jeden Fall genug fürs Schwerttraining. Sind ja nur 30. Dann buchen wir das doch mal. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Could you train me to be better than the Swordmaster? Bitte, bitte? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carly is. Even with hours of hard work and sweat and blood. Ach komm. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't Oh, ich fand das jetzt echt interessant. Hä, aber natürlich bin ich aus dem richtigen Holz, sag mal. I do so have what it takes. You do not. Wohl. I do so. You do not. I Wohl. do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, Immer einmal mehr wie it'll du. cost you. What do you got? Ich hab die 30 Goldstücke. Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. Ich weiß gerade gar nicht, hätte ich dieses Schild vorher nicht gelesen, hätte ich ihm dann die kompletten 200 Gold angeboten. Das habe ich tatsächlich nie ausprobiert bei Monkey Island. Ich hab mir sowieso einfach immer alles angeguckt. Da bin ich mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, weil die 30 Goldstücke wissen wir ja nur wegen dem Schild. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Nice. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it? Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of 8 bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Oh. Machine? Is this gonna hurt? Bam, bam, bam. Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me.
Distance, distance! No! Beat first, then lunge. Distance, distance! Advance, thrust, recover, parry, riposte. No! Beat first, then lunge. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. Wie bei SpongeBob. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Oh. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay. Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Ich weiß jetzt die Antwort natürlich schon. Guybrush kennt sie aber nicht. Das ist auch einfach die Klischee-Beleidigung aus Monkey Island. Du kämpfst wie ein Bauer. Aber, wie gesagt, wir kennen sie gerade noch nicht. Ach ja. Oh, yeah? I can see Immer we've noch gute got a lot Antwort. of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Ich bin besser als du. I am rubber, you are glue. I can see we're in deep trouble here. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Okay. Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Quatsch. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon 2 Beleidigungen bekommen. Es gibt aber noch deutlich mehr. Wenn wir jetzt wieder zur Map gehen, müssten auch tatsächlich Piraten auf der Map rumlaufen. Jawohl. Vergammelter Pirat, hässlicher Pirat und stinkender Pirat. Ich gehe mal hier so an die Kreuzung, da laufen relativ viele Piraten rum. Und wenn wir nämlich mit denen zusammentreffen, können wir den Schwertkampf trainieren und neue Beleidigungen lernen. Das probieren wir doch jetzt einfach mal. So, hässlicher Pirat. Hi. Na, komm. Hey. Ich hab ihn nicht erwischt. Wieso treffe ich dich jetzt nicht? Wieso kann ich denn jetzt nicht mit denen interagieren? Hallo? Ach, jetzt. War einfach nur zu blöd. So. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Schön. Wer kennt die Anspielung? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Sehr gut. Wir haben hier jetzt schon ein paar Beleidigungen. Also du kämpfst wie ein dummer Bauer und mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Das sind die, wo ja der Schwertmeister, Quatsch, der Schwertkampflehrer, so, uns gerade schon die Antworten gegeben hat. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Da kennen wir die Antwort noch nicht. Wir können jetzt versuchen, quasi von ihm die Antwort zu kriegen. Das will ich mal ausprobieren. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. You have the manners of a beggar. Okay, wir haben jetzt die Antwort bekommen auf den Hund.
Jetzt haben wir aber auch eine neue Beleidigung gelernt, für die wir die Antwort noch nicht kennen. Das ist am Anfang hier beim Schwertkampftraining ganz normal, dass wir ständig verlieren, weil wir halt einfach die Beleidigungen noch sammeln. Ich schaudere. I'm shaking. I got this scar on my face during a mighty struggle. Okay, die habe ich auch noch nicht. Ach ja? Oh, yeah? I give up. You win. Wie gesagt, das ist am Anfang ganz, ganz normal, dass wir ständig verlieren werden. Genau deshalb habe ich mich da an diese Gabelung gestellt. Wir werden jetzt halt ein paar Kandidaten hier treffen. Ich schreibe mir mal gerade so in Stichpunkten grob die Beleidigung auf. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass ich die alle noch einigermaßen auf die Reihe kriege, aber einfach vorsichtshalber schreibe ich mir das gerade mal so grob auf. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So, und jetzt können wir nämlich hier auch noch, du hast die Manieren eines Bettlers und das mit den Narben im Gesicht, die wir eben im ersten Kampf gelernt haben, können wir bei ihm jetzt ausprobieren und gucken, ob wir Antworten kriegen. Ich mach mal die Narbe als I got erstes. this scar on my face during a mighty struggle. I am rubber, you are glue. Er erkannte die Antwort nicht. Guck mal an. Kennst du vielleicht die Antwort auf die Bettlermanieren? You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Okay. Die ist auch neu. Die Beleidigung. Ach ja? Oh, yeah? I once owned a dog that was smarter than you. Den kennen wir. Den haben wir eben vom ersten gelernt. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. Sehr gut. Das Ding ist, wir haben jetzt noch 2 Beleidigungen, wo wir die Antwort noch nicht haben. Die eine haben wir gerade erst von ihm gehört. Das heißt, die können wir ihm nicht entgegenbringen. Das war die, dass wir noch nie verloren hätten. Die andere haben wir schon ausprobiert mit der Narbe. Hier, mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, he'd better stop waving it like a feather duster. Die Antwort kannten wir schon, aber Where macht did ja my nichts. sword go? So. Stellen wir uns jetzt mal wirklich hier auf die Kreuzung und warten ein bisschen ab. Move out of the way, or I cuts me way through. Okay. Schon mal bemerkt, wie ähnlich halt diese Straßen sind. Das ist halt dieser Monkey Island Humor, den ich so großartig finde. Aber nein, wir kämpfen weiter. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Yes. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. Okay. Nächste Antwort erhalten. This is the end for you, you gutter-crawling cur. Okay, die ist wieder neu, die kennen wir noch nicht. Oh, yeah? There are no words for how disgusting you are. Die kennen wir auch noch nicht. Moment. Schreibe ich mir auch eben auf. So. Die Antwort ist zwar von einer anderen Beleidigung, aber... I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Where did my sword go? Aye, this better be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Yes. Was haben wir denn hier noch so? Keine Worte beschreiben deine There are Hässlichkeit. no words for how disgusting you are. Yes, there are. You just never learned them. Okay.
I've heard you were a contemptible snake. Kennen wir auch noch nicht. Also es gibt halt echt viele Beleidigungen hier. I'm shaken. I'm shaken. My handkerchief will wipe up your blood. Auch, kennen wir auch noch nicht. Moment. Wie viele Beleidigungen haben wir denn bisher? 2, 4, 6, 8, 10 haben wir tatsächlich jetzt. Es könnte sein, dass wir alle haben. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie viele es exakt gibt. Where did my sword go? Das heißt, wir müssen jetzt noch 4 eventuell lernen. 10 klingt halt nach einer Zahl, die... Das könnte realistisch sein. Prepare to die. So. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut My abwischen. handkerchief will wipe up your blood. So, you got that job as janitor, after all. Damit waren es noch 3, die wir noch nicht haben. My handkerchief will wipe up your blood. Die haben wir doch gerade... Was? Die haben wir doch dir gerade gesagt, So sag you mal. got that job as a janitor after all. Er ist nicht so richtig einfallsreich, offensichtlich. So, dann nehmen wir jetzt mal hier, wir haben noch nie verloren. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. I'm shaking, I'm shaking. Die kennt er nicht, die Beleidigung. Dann sind wir direkt nochmal dran. Willst du hören, wie ich 3 Männer zugleich besiegte? This is the end for you, you gutter-crawling cur. I'm shaking, I'm shaking. Kennt er auch nicht, okay. I give up, you win. Das ist unser erster Sieg, tatsächlich. Wir haben zwar nur eine Beleidigung dazugelernt, aber es war unser What erster you Sieg. been wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So, willst du hören, wie ich 3 Männer zugleich This besiegte? is the end Komm for schon. you, you gutter-crawling cur. Oh yeah? Okay, kennt er nicht. Wie wär's denn mit, niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. You run that fast? Guck mal an. Have you stopped wearing diapers yet? Oh, wir haben doch noch nicht alle. Es gibt doch noch mehr. Okay, es sind nicht nur 10. I am rubber, you are glue. I've spoken with apes more polite than you. Den hatten wir auch noch nicht, oder? Krass, es gibt doch mehr, als ich dachte. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Und da haben wir jetzt wieder verloren, aber Yikes, nice dann haben wir move. jetzt 12 Beleidigungen. Und es fehlen uns wieder 4 Antworten. Also 8 Beleidigungen haben wir schon komplett. Bei 4 haben wir... Gerade einfach an mir vorbeigelaufen. Bei 4 haben wir nur die Beleidigung selber, aber die Antwort noch nicht. Na kommt. Kommt schon, Piraten. Bei Fuß. Aye, this better be important. Wir können auch einfach mal eben fragen. Schon mal bemerkt, wie ähnlich all diese Ever Straßen notice sind? how all these roads start to look the same? Könnte daran liegen, dass wir die ganze Zeit Yeah. an der gleichen Stelle stehen. Mention it, they do. That's probably just that we're tired. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. Niemand wird mich verlieren sehen. Du auch nicht. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. I'm shaken, I'm shaken. Die Antwort kennt er nicht. Kennst du die mit den Windeln? Wo ist es denn? Trägst du immer noch Have Windeln? you stopped wearing diapers yet? Why did you want to borrow one? Have you stopped wearing diapers yet? Die sind nicht so einfallsreich irgendwie. Könntest du viel eher Why, did you gebrauchen. want to borrow one? Okay, dann versuchen wir das mit den Affen nochmal. Hier, ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf I've als du. spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion.
Das wäre bei mir halt nicht mal This gelogen. is the end for you, you gutter-crawling cur. Das wäre halt bei mir nicht mal gelogen, dass die Affenfamilientreffen sind. You run that fast? Ja, die Antwort hatten wir halt noch nicht. Yikes, Aber nice move. so. Jetzt fehlen uns noch 2 Antworten. Also, Endspurt. Außer es kommen jetzt gleich noch mehr neue Beleidigungen. Or I cuts my way through. Oder ich schneid dir durch. Grammatik on point. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Okay. Willst du hören, wie ich 3 Männer zugleich This is besiegte? the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Okay. Get the point? You're no match for my brains, you poor fool. Okay, es gibt doch noch mehr. Ich bin echt überrascht, wie viele der Beleidigungen es gibt. Also die kommen mir jetzt alle nicht so ultra unbekannt vor oder so. ja? Also wenn die sie sagen, erinnere ich mich auch wieder dran. Aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass das so Have viele you Beleidigungen stopped sind. wearing diapers yet? Die Antwort haben wir schon. Hier, die könntest du eher gebrauchen. Why, did you want to borrow one? So, hier, jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen I've Dummkopf. heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. I give up. You win. So, heißt, wir haben jetzt gerade noch eine Beleidigung ohne Antwort. Das ist die, die wir gerade noch von ihm gelernt haben mit dem This Hirn. better be important. Der hat meinen Hut. Also, bei ihm ist es, glaube ich, kein Dreispitz, wenn ich es richtig sehe, aber der hat meinen Hut. Wartet mal. Ich gehe mal kurz. Moment. Er hat einfach meinen Hut geklaut. Es gibt auf die Fresse. Hast du bei mir den Hut nicht zugehört? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. Hier, du bist kein echter Gegner für mein geschultes You're Hirn. no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. I got this scar on my face during a mighty struggle. So, den haben wir auf jeden Fall schon. Die Narbe war das mit dem Nasebohren, ne? Hier, mal wieder in der I Nase hope now gebohrt. you've learned to stop picking your nose. Wir haben tatsächlich alle Antworten. Das heißt, wir probieren jetzt einfach irgendwas aus. Hier, komm, Klassiker. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. You have the manners of a beggar. Den kennen wir auch schon. Das ist das Zuhause fühlen. Nee, wo ist es? Hier, ich wollte, dass du dich wie zu Hause I wanted fühlst. to make sure you'd feel comfortable with me. Hier, keine Worte beschreiben deine There are Hässlichkeit. no words for how disgusting you are. I am rubber. You are glue. Die Antwort kannte er nicht. Wir haben gewonnen. I give up. You win. Nice. Ich mach mal einen Kampf noch, weil ich nicht weiß, ob wir wirklich alle haben. Stopping a Aber- pirate can be dangerous to your health. Wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall, würde ich My name behaupten. is Guybrush Threepwood. Prepare Prepare to to die. So. My handkerchief will wipe up your blood. So you got that job as janitor after all? People fall at my feet when they see me coming. Guck mal an. Doch noch eine, die wir nicht haben. Dass ich da immer noch überrascht bin. Dass ich immer noch überrascht bin. You run that fast? Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Das kennen wir. Das ist der Staubwedel. First, you'd better stop waving it like a feather duster.
Das war ja eine der ersten beiden Beleidigungen, die wir gelernt haben. So, wir können aber wahrscheinlich jetzt nicht die Beleidigung von ihm gerade direkt gegen ihn nutzen, oder? Nee, schade. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. Where did my sword go? Okay. This better be important. Also wir haben bisher My name 14 is Beleidigungen und Guybrush 13 Threepwood. Antworten. Prepare to die. So. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich People komme. fall at my feet when they see me coming. Oh, yeah? Ah, verdammt. Die Antwort kennt er nicht. Gut. I once owned a dog that was smarter than you. I'm shaking! I'm shaking! Die Antwort kannte er auch nicht, okay. I got this scar on my face during a mighty struggle. I'm shaking! I'm shaking! Der hatte ja gar keine Chance gegen uns. Wow! You're good enough to fight the Swordmaster! Move out of the way, or I cuts me way through. Er hat uns jetzt schon gesagt, wir wären bereit für die Schwertmeisterin. Ich möchte aber diese letzte Beleidigung noch haben. My name is Guybrush Threepwood. Darum würde ich diesen Kampf jetzt eben noch machen. Gucken, ob wir die Antwort kriegen. Und danach gehen wir zur Schwertmeisterin. People fall at my feet when they see me coming. I'm shaking! I'm Okay, shaking! kennt er auch nicht. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. You run that fast? You're no match for my brains, you poor fool. Die Antwort kennen wir. Hier, nutzt das auch mal. Da. I'd be in real trouble if you ever used them. This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? Have you stopped wearing diapers yet? Das ist gerade ein ziemliches Hin und Her mit ihm. Er ist gar Why, nicht did so you wanna schlecht. borrow one? Okay, gewonnen. Wow, you're good enough to fight the Swordmaster. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir haben zwar die eine Antwort nicht, aber wir probieren es. Wir müssen jetzt gleich bei der Schwertmeisterin, so viel kann ich schon mal sagen, müssen wir ein bisschen improvisieren, weil sie nicht exakt die gleichen Beleidigungen nutzt wie die normalen Piraten. Aber das kriegen wir schon hin. Wir reden mal direkt mit ihr. How dare you approach the Swordmaster without permission, which I surely didn't give you. Verkauft diese tollen Hi, Lederjacken. I'm selling these fine leather jackets. Do you have one in size 3? Of course you don't. Because you're not really a jacket salesman. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep, nailed it right on the head. Gee, you're smart. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk.